Alrighty dann, liebe Leute, und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Shakes and Fidget. Und ich komme gleich mal mit einer coolen Ankündigung, also wie ich finde. Zuletzt habe ich schon mal drüber geredet in meinem Suggestion and Bug Video. Jetzt ist es offiziell, mein Vorschlag wurde akzeptiert. Das heißt, in einem der nächsten Updates wird es verkündet werden. Ich weiß natürlich noch nicht in welchem Update, aber ich werde jetzt extra gespannt auf die Changelogs oder auf die offiziellen Videos von Shakes and Fidget, die der Tuning meistens produziert, auf deren Kanal zu Updates drauf achten. Und zwar geht es um das Thema Expeditionstutorial wird nun irgendwann als optional gestellt werden. Ja, auf EU 18 haben wir es ja alle wieder gespielt, das Expeditionstutorial. Es ist ja immer so, dass dieses Tutorial angezeigt wird. Jeder kennt die Schritte mittlerweile schon auswendig. Man kriegt die Toilettenpapierquest, man muss alles einmal anklicken im Prinzip, was notwendig ist. Das Ganze ist wichtig, dass es das gibt, aber ja, wenn man natürlich immer wieder neue Server startet oder eben was auch immer, dann braucht man das natürlich nicht. Deshalb freue ich mich, wenn es diese Option gibt. Wie die genau aussieht, es gibt zwei Möglichkeiten ja eigentlich. Entweder es gibt ein generelles Setting, ja, dass man das vielleicht irgendwo hier einstellt, in den General Settings oder im Charakter oder irgendwo, keine Ahnung. Oder dass es vielleicht bei Auswählen der ersten Expedition eine Abfrage gibt, ja, wo hier dieser kleine Mann kommt, der das fragt, dass man sagen kann, wollt ihr das Tutorial oder wollt ihr das nicht? Ich denke, eine dieser zwei Mechaniken wird es werden. Wie gesagt, ich werde das ganz, ganz aufmerksam beobachten und ich meine, ich würde es wirklich, wirklich feiern, wenn das eine Änderung ist in einem der nächsten Updates und der Tuni darüber sogar in einem Video spricht. Ja, das ist natürlich immer dann was ganz Besonderes, wenn man weiß, dass man tatsächlich selbst dazu beigetragen hat. Da hat der Avaring, der ja auch auf EU 18 unterwegs ist, die Idee formuliert, dass man Luck Gems ab einem gewissen Level vielleicht nicht mehr finden sollte. Er spricht hier von After Level 50, weil man natürlich dann ja Epics bekommen kann. Also auch im Laden, jetzt nicht nur im Dungeon sozusagen. Und das Ganze ist im Prinzip auch hier ein bisschen besprochen worden von einigen sehr erfahrenen Spielern. Die meisten empfinden Luck Gems als, sage ich mal, nicht notwendig. Und ja, im Prinzip stimmt es ja. Wenn man mal schaut, jetzt auf EU 18 als Beispiel, ne, sobald man Level 50 erreicht und man auf die Epics geht, dann sind die Luck Gems obsolet. Ich spreche in meinen Videos zu den Serverstarts auch immer wieder davon, dass man dann genügend Glück hat, um ausreichend durch die Dungeons zu kommen. Zumal das Pushen des Glückwertes nach oben, wenn man jetzt sagen würde, man nimmt noch Glücksteine mit rein, nicht viel bringt, denn die Critical Hit Chance ist ja auch abhängig vom Gegner. Und wenn man eben gegen Gegner spielt, die vom Level her deutlich höher sind, wie jetzt hier zum Beispiel, bedeutet das für meinen Char, diese 36,95% auf einen Crit habe ich nur im Falle der Gegner das gleiche Level hat wie ich. Rechnet man jetzt mal mit einem Level, was ja, doppelt so hoch ist wie meins, also 464, dann würde sich dieser Wert halbieren. Das bedeutet effektiv jetzt zum Beispiel gegen den Koma-Kommandeur, den ich wahrscheinlich schon schlagen kann. Ich habe bei SF Game Tools nicht geschaut, habe ich keinen Crit-Chance von 36%, sondern vielleicht, ja, ich hätte es jetzt berechnen können, aber sagen wir mal roundabout 22% nur, ja, weil eben das Level des Gegners deutlich höher ist als mein eigenes. Das heißt, selbst wenn man jetzt hier Luck Gems reinballert, bringt es einfach nicht sehr viel. Das heißt aber wiederum für mich nicht, dass die Luck Gems allgemein nicht sinnvoll sind. Ja, also in dem Thread wird auch darüber gesprochen, die komplett zu entfernen, weil man natürlich in der Vergangenheit, der ein oder andere weiß es noch, Epics hatte, die nur Glück brachten. Die hatten einen sehr hohen Glückswert, das waren die Glücks-Epics, die gibt es nach wie vor noch. Also zum Beispiel die Feinripp-Schlüpper hier für alle Stärke Ausrüstenden, das war ein Glücks-Epic, aber diese Feinripp-Schlüpper ist halt mittlerweile dann auch mit einem 5-Attribut- oder 3-Attributswert verbunden. Und ja, diese reinen Glücks-Epics wurden vor einiger Zeit aus dem Spiel entfernt. Ich würde sagen, das Ganze ist möglicherweise schon 4-5 Jahre her. Und das war auch okay, weil das Problem natürlich an diesen Glücks-Epics war, dass man ja zum Beispiel Dungeons besiegt hat. Man hat ein Epic erhalten, man hat sich gefreut und dann ist es halt nur ein Glücks-Epic und mit dem konnte man halt nichts anfangen, ja. Und da reden wir noch gar nicht darum, dass man im Laden geblättert hat und immer wieder auch Glücks-Epics gefunden hat. Also das
hat dann doch zu weiteren Problemen geführt, seitdem es dann die Festung und die Pets gab, dass man diese Glücksepics eigentlich über die längere Zeit gar nicht mehr brauchte. Und da war die Community einstimmig dafür, dass das Entfernen dieser Glücksepics sozusagen oder die Umwandlung der Epics in 5 oder 3 Attribute auf jeden Fall ein sinnvoller Schritt war. Da gehen wir alle mit. Schau mal, ich wollte genau eine Waffe, wollte ich mal finden. Die sieht gar nicht so schlecht aus. Nicht verkehrt. Das gleichzusetzen bei den Luck Gems finde ich persönlich nicht richtig. Also ich bin nicht dafür, die komplett zu entfernen. Und dann sprechen wir nochmal jetzt um das, was ich geschrieben habe. Ich habe ungefähr geschrieben, dass ich mit der Idee mitgehen könnte, zu sagen, ab einem gewissen Level sollte man Luck Gems nicht mehr finden, weil natürlich ab einem gewissen Level man eben durch die Chance an Epics zu kommen Glück generieren kann oder auch natürlich mit steigendem Spielfortschritt durch die legendären Dungeon oder natürlich durch die Festung, durch die Ritterhalle 15. Sobald jemand in der Gilde das hat, ja die Chance auf schwarze Steine bestehen. Also man könnte ja zum Beispiel auch sagen, man kombiniert die Chance, Glücksepics zu finden, mit der Chance auf schwarze oder legendäre Steine. Also sobald man schwarze oder legendäre Steine finden kann, dass man dann automatisch keine Luck Gems mehr findet, weil man die dann eigentlich nicht mehr braucht. Ja, also die legendären Steine sind natürlich einfach vom Wert her viel wertvoller als ein Luckstein und bei den schwarzen Steinen ist ja Luck sowieso dabei. Und das wäre zum Beispiel auch eine gute Idee, wie ich finde. Das werde ich hier noch in den Post ergänzen. Das habe ich nämlich hier nicht geschrieben. Aber ich bin, wie gesagt, nicht dafür, die Glücksteine komplett zu entfernen, weil auf der einen Seite, selbst ich als Pilzer, habe hin und wieder Glücksteine gerade in den Levelbereichen 25 bis 50 genommen, da dort schon manche Dungeons einfacher waren, wenn man natürlich Steine geskippt hat und man hat jetzt nicht sein Main-Attribut gefunden oder Ausdauer, aber Glück bei 1, 2 Gegenständen mal einen Glückstein reinzuballern, hat auf jeden Fall was gebracht, weil dort sind die Gegner vom Level her noch nicht so weit weg und da macht halt so ein 100er Glück mehr oder weniger schon auch mal ein halbes Prozent aus bei einer Dungeon-Wahrscheinlichkeit und dementsprechend kann ich mir auch vorstellen, dass allgemein Free-to-Play-Spieler, die jetzt nicht so das Glück haben mit den Epics, auch nach Level 50 hin und wieder vielleicht mit einem Glückstein ganz zufrieden sein können. Außer man hat natürlich im Laden auch viele Items, die Glück bringen oder die das Glückwert mittragen, eine Kombination mit einem Ausdauer- oder Main-Attribut. Aber ich denke schon, dass es für Free-to-Play-Spieler, die halt nicht permanent neue Epics bekommen können oder blättern können, dieser Glückstein schon noch relevant ist. Zumindest bis zu einem gewissen Zeitpunkt. Und vom Level her einen Free-to-Play-Spieler dahingehend festzumachen, ob er Glücksteine braucht oder nicht, ist natürlich schwierig. Aber wenn man eben das kombiniert mit der Chance auf schwarze oder legendäre Steine, also sobald man eine Chance auf schwarze oder legendäre Steine hat, dass man dann die Glücksteine entfernt, das ist natürlich insofern vielleicht sogar die beste Idee, weil ein Free-to-Play-Spieler von schwarzen oder legendären Steinen mehr profitiert als von Glücksteinen. Und die Pay-to-Win-Spieler, die halt Steine skippen, brauchen die Glücksteine dann ja in dem Form sowieso auch gar nicht mehr. Ja, und ich sag mal, mit Gemmine Level 1 noch Glücksteine zu skippen, ist nicht so geldverschwenderisch, wie das zum Beispiel zu machen, wenn Gemmine auf Level 15 schon ist oder sowas und man halt aber auch schwarze oder legendäre Steine finden kann. Natürlich gibt es Hardcore-Pay-to-Win-Spieler, die nach 3 Tagen ihre Gemmine oder nach 5 Tagen ihre Gemmine auch schon hochleveln auf 10 und was auch immer, dass die natürlich dann immer noch rote Steine finden können, die sie halt nicht brauchen. Ja gut, das sind halt Hardcore-Pay-to-Win-Spieler, ja, auf die müssen wir nicht ganz so einen großen Wert legen, aber so eine Kombination sehe ich als sehr sinnvoll. Das wäre mein Vorschlag, den werde ich jetzt hier im Post noch ergänzen, dass man das nicht vom Level abhängig macht, sondern eben von der Chance, sobald schwarze oder legendäre Steine gefunden werden können, dass man dann die Drop Rate der Luck Gems auf 0 reduziert. Mein Vorschlag hier, der natürlich noch ein bisschen allgemeiner ist und der auf dieses Expeditionstutorial aufbaut, ist, dass man einfach auch die Wahrscheinlichkeit auf Glücksgems per Option macht. Also dass jeder Spieler wiederum in seinen Einstellungen meinetwegen
für mich ist das immer das einfachste Mittel zu sagen, mache ich hier einen Haken rein, kriege ich Glücksgems, mache ich hier den Haken nicht rein, kriege ich halt keine Glücksgems. Das wäre für mich technisch auch ein Nutzen und auch ein Indikator dafür, um zu sagen, ja, will dir ein Großteil der Community wirklich überhaupt gar keine Glückssteine, dann kann man natürlich auch darüber nachdenken, als Hersteller, also für Playa, zu sagen über die Zeit, dass man die Glückssteine vielleicht wirklich komplett entfernt. Ja, wenn jetzt diese Einstellung kommt und 80% der aktiven Spieler diese Einstellung halt vornimmt, dann kann man auch wirklich überlegen, einfach zu sagen, die Glückssteine zu entfernen, oder man macht halt eine offizielle Umfrage dazu, wie auch immer, weil das Thema natürlich für diejenigen, die wirklich gar nicht mit Glückssteinen spielen wollen, schon auch ein bisschen nervig ist. Aber wie gesagt, ich finde, es gibt schon die Optionen dazu. Also das eine oder das andere wäre eigentlich eine sehr interessante Geschichte. Ich gehe jetzt nochmal eher den Weg zu sagen, man kombiniert das mit der Wahrscheinlichkeit auf schwarze oder orangen Steine, dass dann keine roten Steine mehr kommen können, beziehungsweise ist es ja sowieso so, ab einem gewissen Punkt kommen sie ja nicht mehr. Aber dann hätte man das irgendwie auch mechanisch ein bisschen besser gelöst. Also wir bleiben dran an dem Thema und ja, das war's dann auch erstmal von mir. Also eine neue Waffe habe ich gefunden. Wir müssen mal auf dem Main-Chart gucken, ob hier demnächst auch mal wieder was geht. Dementsprechend, ja, würde ich erstmal sagen, hau da rein. Macht da Tschüss und Servus. Euer Basti.